Jo Guys, willkommen zurück zum zweiten Teil. Wir sind jetzt hier am Wandern, wir müssen diesen Berg hoch. Wir hätten auch die Bahn nehmen können, aber wir sind ja nicht so die Leute, die mit einer Bahn hochfahren, weil das ist ja, das macht sich auch dort irgendwie leicht, ne? Man muss sich da die Ruine irgendwie verdienen. Aber die Info von den beiden Girls eben war, dass das wohl die älteste Zahnradbahn in Europa ist. Okay, habe ich auch noch nicht gewusst. Aber gibt es noch eine andere Zahnradbahn? Vielleicht gibt es gar keine andere. Ich weiß nicht, wo die nächste ist. Kann ich nicht sagen. Aufpassen. Hier wegen Steine und so. Boah, voll gefährlich hier. Aber uns Achso, der egal. Drachenfels, der wurde auch hart umkämpft, weil ja vom Drachenfels die Steine für den Kölner Dom auch abgebaut wurden. Ach krass, Und okay. dann haben sich hier auch ganz viele ins Zeug gelegt, dass hier eben nicht weiter abgebaut wird, sondern der Drachenfels als Sehenswürdigkeit quasi bestehen bleibt und Verrückt. nicht weiter abgebaut wird für den Kölner Dom. Verrückt. Ja, aber der Kölner Dom war doch wichtig. Boah, nice, Alter. Ich bin also auch so ein Waldliebhaber, weißt du? Freund dir gar nicht an? Was, dein Ernst? Ich komme nur aus dem Bergischen, Alter. Soll ich etwa Tarnkleidung tragen? Flecktarn? Ja. Verrückt. Boah, hier ist auch ganz gefährlich. Hier geht's ein paar hundert Meter in die Tiefe. Also wenn ihr hier seid, höchste Vorsicht geboten auf jeden Fall. Nicht vor dem Kölle Sapiens, aber Vorsicht geboten, damit man da nicht runterfällt, ansonsten war's das. Puh. Pass. Was machen wir? Ich hab einen Stein gekickt für dich. Hör auf. Boah, das sieht einfach so geil hier aus. Wirklich so wie in so einer Nibelungensaga, weißt du, wie ich meine? Ja, ne, oder? Ohne Scheiß. Ja, diese riesen Felsen, die überall rumliegen, das ist halt schon ein bisschen urig, ne? Also, wer von deinen FollowerInnen weiß, was das ist, Was denn? diese Anbauten an den Felsen. Diese Dinger da oben. Guys, Aber das sind auf jeden Fall Fledermauskästen allerdings. meinst du? Ja. Also wenn ihr wisst, was das für Teile sind da oben, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Hier, Widerstand. Widerstand! Der Gipfel muss bleiben. Ganz close. Wie ist das? Hallo. Ja, lass mal anfassen, oder? Das sieht aber aufgetragen aus hier. Meinst du? Ja, Oh, schon. stimmt, aber das hier nicht. Das nicht. Wissen Sie nicht, wer den Stein leckt? Leck mal da. Nee, du. Ich hab gesagt, Nee. Ich habe ich schon mal gemacht. Ich habe schon mal an dem Stück der Berliner Mauer geleckt und war einfach 2 Wochen krank danach mit übelst Fieber. Seitdem leck ich nichts mehr an. Wirklich jetzt. wir hatten auch damals in der WG unseren Krug mit King of Kölsch mit dem Game, ne? Ja. Ein Kumpel von mir, Max, hat einen Zettel rausgezogen, Ja. dass er am Dom lecken muss. Echt? Wer hat das geschrieben? Weiß ich nicht mehr. Ich? Ja, wir hatten noch wieder 5 Ja, ja. Zettelchen. Also ich Stimmt. habe es auf jeden Fall nicht draufgeschrieben. Ich glaube, ich war das. Kann Hat ja er jetzt mal am Dom Melissa geleckt? Konzi, ne? Ja, Ja, wieso habe ich kein Foto er hat gekriegt? sich den Orden. Ich habe ein Foto bekommen. Ja. Beweisstück A ist da. Ja, aber ich muss es ja kriegen. Ich habe es ja geschrieben. Naja, er ist auf jeden Fall nicht krank geworden. Also kannst du gerne auch hier an den Sandstein lecken. Boah, ist das herrlich hier oben. Boah, wir sind fast ganz oben. Geil. Geschafft, Alter. Boah, krass. Alter. Ich komme nicht hoch, Alter. Ah ja, bitte.
Hilf mir. Danke. Boah, geil, ist geil. Hier gibt es auch einen Kaffee, da können wir uns gleich einen Kaffee reindreschen. Mann, hier oben habe ich noch nie einen Kaffee getrunken. Hier ist auf jeden Fall so ein Stück vom Kölner Dom, oder was? Was für eine Aussicht, Alter. Noch weiter. Tschüss, echt? Wo denn? Boah, da unten ist der Rhein. Hier kennst du das Panorama. Also das ist auf jeden Fall Bonn. Geil, ja, wir gehen mal weiter. Oh, geil. Da oben sind die Ruinen. Da gehen wir jetzt hoch. Boah, ich brauche auch einen Schluck Wasser, Sarah. Ja. Ist der hydrated? Lass mir aufmachen, bitte. Ist das ein echter Dings, Saphir? Der Ring? Das grüne, was ist das denn? Guck doch, das ist Steinchen. Oder siehst du das, dass das durchsichtig ist? Oder was? Oder was, ey. Danke. Ja, geil, hier kann man auf jeden Fall noch so Kaffee trinken und so. Boah, hier gibt es aber was zu essen, auch Flammkuchen und so. Drachenfels to go. Ich glaube, da bekommst du ein Stück, das wird abgemeißelt. Ja, leck mich am Arsch. Aber Deshalb auch das Baugerüst. oh, da ist der Drache, Alter. Geil. Ich will den sehen. Ist das immer noch der gleiche Drache? Ja, das ist der echte. Der echte? Der Mühle. Geist, hier ist der Drache drin. Okay, Leute. Wer reißt mich da aus meinen schönsten Träumen? Oh, Besucher. Ja, dann werde ich mich wohl mal erst vorstellen. Ich bin der Drache vom Drachenfels und heiße euch hier oben auf meinem Berg herzlich willkommen. Und wenn ihr wollt, dann erzähle ich euch jetzt die Geschichte von Siegfried und wie er versucht hat, mich zu überlisten. Also, das war so. Vor vielen, vielen Jahren war die Gegend hier genauso schön wie heute. Doch eines Tages kam ein junger Mann in die Gegend. Nachdem er von meinen angeblichen Untaten gehört hatte, bot er der Bevölkerung seine Hilfe an. Sein Name war Siegfried. Siegfried jedenfalls ritt in Windeseile zum Drachenfels. Und schwupps, schon stand er vor meiner Haustür und blickte in meine Höhle. Der Drecksack. Doch bei meinem Anblick wurde ihm Angst und Bange. Wahrscheinlich wegen meiner Größe. So ergriff Siegfried erstmal die Flucht, um sich in sicherer Entfernung einen Plan auszudenken. Und so kam es, dass ich am nächsten Morgen zum Rhein ging, um wie gewöhnlich ein Bad im Fluss zu nehmen. Doch Siegfried hatte über Nacht eine tiefe Grube gegraben und sie gut mit Ästen getarnt. Während ich also noch schlaftrunken den Berg zum Rhein hinuntertrottete, da plötzlich... Auf. Was war passiert? Ich war in Siegfrieds Grube gestürzt und fiel in tiefe Ohnmacht. Doch Siegfried hielt mich für tot. So zog er fort und ließ sich von den Menschen im Dorf als Held feiern und ging so als der Drachentöter in die Geschichte ein. Lächerlich. Nach etwa 2 Tagen kam ich wieder zu Bewusstsein und konnte mich alleine aus der Grube befreien. Und wie ihr euch selbst überzeugen könnt, bin ich noch heute quicklebendig, kerngesund und manchmal etwas müde. Tschüss. Das ist der erste Drache, den ich gesehen habe, tatsächlich. Da ist er doch. Da ist er doch. Geil, Leute. Der erste Drache, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe sie mir tatsächlich größer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie hätte Siegfried denn an einem Tag so eine große Grube graben können? Das stimmt. Das geht ja nicht. Der war ja selber Ich 1,50. fand Ne? das auch fantastisch, was er für einen geilen rheinländischen Ja, richtig geil.
Ja, wir sind auf jeden Fall gleich oben. Abonniert den Kanal von Vladi. Es ist lustig, er macht viel Quatsch und ja, ist immer schön anzuschauen. Ne? Also, was muss man da drücken? Die Glocke oder was? Auch, ja. Ja, los, abonnieren. Vielleicht ganz kurz für euch, Guys. Bald kommt ein neues Video, wo ich euch meine Intention darlege, wieso ich jetzt YouTube mache. Also stay tuned. Ist das anstrengend, ey. Oh, ist auch geil hier oben. Noch eine Etappe. Wir sind noch nicht ganz oben. Ein Obelisk. Geil, guys, we made it. Eindelijk. Boah, ist auch geil hier oben, ne? Schwer ist es nicht. Was eine Aussicht. Und da ist er halt runtergegangen, der Drache, zum Baden, ne? Ja, Und da kam der böse Siegfried, hat ihn überlistet, ey. und ist hier stürzt. Ist jetzt ihr stürzt. Das ist ja mal gefährlich, ne? Wenn so alte Wesen stürzen. Dann kann ja mal schnell was in die Hose gehen. Ja. Hat er gesagt. 2 Tage Ohnmacht. Geiler Typ. Ey. Was ist denn eigentlich auf dieser Insel da? Sarah? Kann ich dir nicht sagen, aber es sieht aus wie ein Gutshaus, oder? Ja. Ein Herrenhaus. Du trinkst ja keinen Alkohol gerade, ne? Aber es Nee. gibt auch sehr guten unalkoholischen Vino. Ach krass, guck mal, da waren wir gerade. Unten. Gar nicht so weit, ne? Luftlinie. Ja. Wir können hier so eine Art Seilbahn, Ja. wo sich nur mit so einem Tüchlein dranhängt, weißt du? Ja. Und runterfliegt. Du meinst hier, wie nennt man das? Mit diesen Seilen, wo du so Zip-Gliding, genau. Boah, nee, Alter, viel zu hoch, Alter. Boah, scheiße, Wenn du ey. festgemacht bist, Ja, trau ich nicht diesen Dingern, ganz ehrlich. Nee, auf gar keinen Fall. Höchstens Flugzeugen traue ich tatsächlich. komisch dann. Ja. Das ist komisch. Oh, sieht schon episch aus, ne? Mhm. Nee, schön. Kannst du nichts anderes sagen, ist schön. Ja. Ja. Ist einfach schön hier Klasse. oben. Oh, jetzt hier die Luft rein. Keine Abgase. Ach, weiß ich nicht. Ob die nicht auch hier hochkommen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die stauen sich alle da unten bei der Straße, weißt du? Oder da hinten im schmockigen Köln. Ja, das auf jeden Fall. So, dann sagst du jetzt aber nichts gegen Köln, ne? Nee. Aber schmocken tut's da wirklich, ey. Ich war letztens auf der Kasematten. Was ist Kennst du das? Nee. Ist wieder Ballermann. Aber? Schlimm. Schlimm. Das ist wirklich übel. Ja? Junggesellenabschiede, viele Männer. Viele Männer. Und dadurch kriegst du dann auch ganz komische Kommentare. Das ist nicht so schön. Was meinst du mit Kommentare? Ja, so schönes Oberteil, aber ist bestimmt auch schöner, wenn du es aus hast. Laber. Von wem? Einfach so Fremde oder was? Mhm. Verrückt. Wir gehen jetzt wieder runter zum Auto und dann fahren wir wieder zurück nach Köln. Gölle. So eine halbe Stunde brauchen wir für. Und genau dann fahre ich noch zu der Sarah. Ein bisschen chillen. Dieses Video endet hier, doch das nächste kommt schon bald. See you in the next one. Peace.